Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein buntes Herbstgericht, geröstete rote Beete Pasta. Die Pasta hat eine wunderschöne Farbe durch die rote Beete. Es ist schnell und ganz einfach gemacht und es ist ein perfektes vegetarisches Herbstgericht. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst werde ich die Gemüse vorbereiten und einfach den Knoblauch so halbieren. Denn so, dass mein Schneidebrett sich nicht verfärbt, verwende ich Backpapier und erst dann werde ich den rote Beete drauflegen und die rote Beete dann auch in kleinere Stücke schneiden, etwas Olivenöl in die Backform geben und dann den Knoblauch und die rote Beete dazugeben. Dann noch mit Thymian würzen. Ich verwende frische Thymian, du kannst aber auch getrocknete nehmen. Danach noch mit Salz und Pfeffer würzen und weich garen lassen. Die Backzeit nutze ich dafür, die Pinienkerne golden anzurösten und das geht einfach auf mittlerer Hitze und die Pinienkerne immer so schwenken, dann werden die nicht gebrannt. Dann, wenn die rote Beete schön weich geworden ist, in einen Krug geben. So ist es einfach, die rote Beete zu pürieren, ohne die ganze Küche auch damit zu verfärben. Dann noch die Pasta im Salzwasser kochen und bevor du die Kochwasser abgießt, 2 Kellen davon zur Seite legen. Die rote Beete mit Knoblauch fein pürieren, dann etwas Kochwasser dazugeben. Ich habe nur eine Kelle dazugegeben, dann das Ganze in eine Pfanne mit dem Rest der Kochwasser geben, Pecorino dazugeben und so lange auf die mittlere Hitze erhitzen, bis der Pecorino komplett geschmolzen ist und erst dann die Pasta auch dazugeben, gut vermischen, bis die Pasta schön mit der Rotbeete, Creme oder Soße bedeckt ist. Die Pasta hat eine wunderschöne Farbe durch die rote Beete bekommen. Ich liebe es, wenn das Essen so eine schöne bunte Farbe hat. Dann die Pasta warm servieren mit etwas Pecorino, mit den Pinienkernen und wenn du magst, kannst du noch mit Thymian garnieren. Und so ganz schnell ist die Pasta fertig. Ich finde es wunderschön. Es hat so eine tolle Farbe. Ich bin so ein großer Fan von Gerichten, die auch schön aussehen und bunt sind. Ich finde, die bringen auch etwas gute Laune und jetzt im Herbst, wenn es ein bisschen dunkler wird und vor allem dann im Winter, finde ich es auch ganz wichtig. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.